Herzlich willkommen in der Aquarellschule LADFE hier bei Malen mit Kerstin und Wintertannen. Wir malen heute beschneite Tannen, schwer beladen mit dicken Schichten von Schnee. Und das machen wir in verschiedenen Techniken und Hintergründen. Ja, die Materialien findet ihr unten in der Box. Ich mache mir hier aus einem Heliocyan-Blau sehr verdünnt eine Lasur auf der Palette bereit und hole dann ein Heliocyan-Blau gemischt mit einem Goldocker für die Spitze des Baumes, also sozusagen für den Bereich, den man vom Baum sieht, der nicht verschneit ist, auch für die Äste, also die Nadeln, die unten ein bisschen drüber stehen, und hole mir dann sofort immer wieder von diesem Layer, von dieser Lasur, um ja, diesen Schneebereich zu malen, der sehr hell ist, zwar blau, aber eben sehr hell. Für die schattigen Stellen bringe ich nass in nass an den Seiten ein intensiveres Heliocyan-Blau an, solange es noch gut feucht ist. Und dann, wie ihr seht, mit dem Elastip, also ich male den ganzen Baum mit dem Elastip, male ich die feinen Nadeln, die so ein bisschen hervorspitzeln. Also unten schauen überall ein paar Äste, ein paar Nadeln hervor, unter dem Schnee, wie das ja wirklich ist, wenn Tannen sehr schön beschneit sind. Bei uns ist das leider sehr selten. Ich darf das immer erleben in den Winterferien, weit oben in den Schweizer Bergen, wo wir mit Schneeschuhen hinlaufen können und dann wirklich auch diesen tiefen, kalten, herrlich glitzernden, verzauberten Schnee erleben, diese verzauberten Landschaften, wo man überall wirkliche Schneeschlösser entdecken kann und so weiter. Den Elastip, mit dem ich hier die ganze Zeit male, den findet ihr in meinem Shop unter www.ladfe.com. Ja, ihr seht, ich habe oben Licht auf dem Schnee. Dort, wo Schatten ist, habe ich mit Heliocyan-Blau ein bisschen abgedunkelt und immer die Nadeln mit einer Mischung aus Heliocyan-Blau und Goldocker getätigt, sodass man ja dieses Grünliche ein bisschen drin hat, auch in diesem Baum, in dieser Erscheinung, in dieser Gestalt, winterlichen Baumgestalt. Ja, ich möchte dasselbe nun noch probieren mit einem Galaxy Schwarz. Das geht so ein bisschen ins Violett. Das ist von Schminke und ist eine Farbe, die in sich verschiedene Nuancen, bräunlich, bläulich, violettlich, schon in sich diese Nuancen birgt. Dazu hole ich von Schminke ein Bronze, ein Desert Bronze. Und das ist auch in diesem Braun hat es verschiedene Schattierungen drin. Und ich möchte mal ausprobieren, wie das ausschaut, wenn ich wirklich nur diese beiden Farben für diesen Tannenbaum verwende, für Schnee eben in diesem Galaxy Schwarz und alles, was Holz und Nadeln sind, dann in diesem Braunton. Und ja, ich bin gespannt, wie schön dieses Violett nachher changiert. Ich baue den Baum genau gleich auf wie vorher den blauen, also in dieser blauen Grundtonnuance. Dasselbe probiere ich hier jetzt in diesem Galaxy Schwarz Violett. Und ihr seht, es gefällt mir jetzt schon sehr gut. Also ich finde dieses Violett, obwohl ein warmer Klang für Schnee, hat wirklich was. Also dieses Galaxy Schwarz, das ist eine tolle Farbe, die sehr viele Nuancen in sich birgt. Und es geht schnell und schön, auch das Schattieren. Hier unten möchte ich es recht dunkel, da wo der Schnee anfängt, und ich kann gegen links hinüber das auch ein bisschen verblenden mit dem Blau. Ihr seht, wunderschön, wie das changiert. Nun probieren wir eine nächste Variante. Dieses Mal wirklich in den Farben der Natur, also wenn es nicht gerade einnachtet oder heller wird am Morgen und auch nichts komplett Verzaubertes hat, sondern einfach in diesem Braun, Grün und Blau, sodass man wirklich ja,
diese Farben relativ platt verwendet für eben diesen Nadelbaum. Natürlich geht auch der Schnee, den lasse ich ein bisschen mehr im Grünton, weil ich da ja, wie gesagt, die Nadeln unten habe und kann das einfach gegen oben sehr, sehr schön verblenden. So probiere ich ein bisschen aus. Auch den Stammbereich mache ich ein bisschen mehr ins Bräunliche. Juhui! Hier kurz eine Einblendung. Mein Kalender ist endlich da und man kann, solange der Vorrat reicht, ihn beziehen in meinem Shop unter www.elladefee.com. Greift zu, noch sind sie da. Ich freue mich. Ja, und dann geht es weiter hier mit unserem Nadelbaum. Also wie gesagt, hier verwende ich jetzt einen Casaneo Nummer 12, um gegen oben hin zu verblenden. Ich mal immer zuerst die Nadeln und hole dann einfach klares Wasser und verblende gegen oben hin mit diesem Grün, was da eben noch so ist. Also das geht auch, ihr seht, das funktioniert auch. Ich fühle mich sogar bei der anderen Variante, die wir gerade eben probiert haben, im Moment wohler, wo ich einfach alles mit dem Elastip gemalt habe und zuerst den Schnee und anschließend die Äste und die Nadeln gezaubert habe, finde ich gerade im Moment angenehmer, aber das wird sich von Bild zu Bild wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verändern, wie mir das gerade liegt, wie ich es gerade gerne habe. Hier auch, also auch dieser Baum sieht verschneit aus, ist wirklich ein intensiver Schneebaum geworden. Hier jetzt noch ein bisschen Goldocker hineingetupft, was in der Feuchtigkeit noch ein bisschen auseinanderläuft und diesen Holztouch gibt im Stammbereich. Auch dieses Warme ein bisschen in dieser kühlen Tanne, an diesem Wintertag. Ja, nun probiere ich, weil ich da auch angefragt wurde, ob es auch Möglichkeiten gibt, mit einem anderen Pinsel Nadelbäume zu malen. Ja, natürlich kann man mit jedem Pinsel und ein bisschen Geschick Nadelbäume malen. Mit dem Elastip geht es natürlich einfach sehr, sehr flott. Und wenn man viel malt oder Wald malt und einige Tannenbäume braucht, ist das sicher ideal. Aber man kann auch mit einem Maestro Nummer 3, den ich hier jetzt verwende, wunderschöne Nadelbäume malen, auch beschneite Nadelbäume malen. Einfach indem man die Äste und den Stamm und die Nadeln mit dem Pinsel ins Bild zieht und tupft. Ja, ihr seht, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Ich nehme hier auch dieses verdünnte Blau, Heliocelin-Blau für den dunklen Schnee, für den weiß-blauen Schnee und gegen unten hin dieses schöne Tannengrün und ja, habe so Licht und Schatten auf meinem Schnee und eben auch diese Äste, die unterhalb vom Schnee hervorblitzeln. Und ja, es ist nicht zu verachten, er sieht sehr schön aus, mein Baum, der hier jetzt entsteht. Es ist ein wirklicher Winterbaum, schwer beladen mit Schnee. Man kann sich vorstellen, dass da Füchse und Hasen gerne darunter eine Rast machen, eine Rast einlegen, gerade wenn es stürmt und schneit draußen, dass ihnen das gefällt, unter diesen sehr dick verschneiten Winterbäumen ein bisschen auszurasten. Ja, ihr seht, auch dieser Baum ist ein richtiger verschneiter Schneebaum geworden und wichtig ist einfach, dass der Schnee gegen oben hell ist und auf der Seite abgedunkelt mit der jeweiligen Farbe, die man gerade in Verwendung hat. Und ihr seht, es dauert ein bisschen länger als mit dem Elastip, aber ist genauso schön, wie wenn ihr den Elastip genommen hättet. Ein bisschen weniger zart vielleicht, die einzelnen Nadeln, aber trotzdem in der Grunderscheinung ein echter, kalter Winterbaum. Hier nochmal kurz die Einblendung, dass ihr, wie gesagt, den Elastip in meinem Shop findet. Und jetzt geht es weiter. Wir malen jetzt Winterbäume
vor dem kalten Winterhimmel, vor dem blauen Winterhimmel, denn sehr oft in Bildern habt ihr nicht einen weißen Hintergrund, sondern eben schon etwas Gemaltes. Eine Landschaft, die vielleicht sich hinten in der Ferne verläuft, kleiner wird und ihr vorne dann unbedingt noch einen großen Baum für die Perspektive hinmalen möchtet. Oh je, es ist Winter, es hat Schnee drauf, was mache ich jetzt, ohne dass ich Deckweiß verwenden muss? Ins Blau hinein streue ich hier ein bisschen Salz. Das ist ganz gewöhnliches normales Tafelsalz. Ich möchte einen winterlichen, verschneiten Himmel. Sobald es ganz trocken ist, kann ich das Salz wieder herunterwischen und dann mit dem Baum starten oder den Bäumen. Ich werde 2 verwenden. Ich brauche einen Schrubberpinsel und ein sauberes Taschentuch für den linken Baum. Für den rechten, da verwende ich einen Aquarell-Radierschwamm und ein sauberes Taschentuch. Jetzt holt ihr einfach die Bereiche aus dem Baum, also aus dem Blau heraus, die weiß sind, verschneit sind. So baut ihr jetzt da 2 Bäume auf, schön weiße, verschneite Äste anlegen und mit dem sauberen Taschentuch die Farbe, die man vom Untergrund anlockert, aufweicht, mit dem sauberen Taschentuch abtupfen. Ja, das ist auch die Auswaschtechnik. Man nimmt ein weißes Taschentuch, ein sauberes Wasser und löst einfach die Farbe wieder ein bisschen vom Bild. Hier seht ihr, wie genial das funktioniert mit dem Aquarell-Naturschwamm. Entschuldigung, mit dem Aquarell-Radierschwamm, das ist ein Synthetikschwamm und leicht angefeuchtet kann man da sehr, sehr gut die Farbe wieder von der Papieroberfläche reiben, ohne dass man das Blatt sehr verletzt und kann mit dem Taschentuch das abtupfen. Und ihr seht, der rechte Baum ist natürlich viel, viel strahlend weißer als der linke. Beim linken habe ich ausschließlich einen Schrubberpinsel verwendet, beim rechten einen Radierschwamm. Nun kann ich die Schattierung in den Schnee wieder aufbringen, also anbringen, mit einem Heliocelynblau. Darunter könnt ihr Nadeln malen, die da so ein bisschen hervorblitzen, wie wir das auch vorher gemacht haben. Da könnt ihr einen Grünton verwenden, einen Tannengrünton, oder ihr mischt euch den Ton selber aus Goldocker und Heliocelynblau. Da seid ihr natürlich ganz frei, wie ihr das machen möchtet. Und tupft und stippelt da eure Äste weiß-blau und ein bisschen grün ins Bild. Den Stammbereich, den dürft ihr natürlich auch ein bisschen kräftiger machen, weil der ist nicht weiß, sondern der liegt im Schatten, weil so viel Schnee auf dem Baum liegt und er ist auch bräunlich. Ja, so entstehen hier jetzt diese beiden Bäume. Ihr seht, der Hintergrund ist dunkel und trotzdem habe ich weiße Bäume im Vordergrund malen können. Das geht ganz leicht mit dieser Auswaschtechnik und diesen verschiedenen Schichten, die man dann wieder drüber gibt. Also man kann leicht Winterbäume auch in fertige Landschaften malen. Man kann da einfach die Farbe wieder wegholen und einen großen Baum in den Vordergrund setzen. Entweder weil man die Tiefe im Bild braucht oder aber weil etwas da vielleicht nicht ganz so schön geworden ist und man das übermalen möchte. Also in der Aquarellmalerei haben wir da ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten, geniale Möglichkeiten, die uns weiterhelfen, jedes Bild, egal ob es zu Beginn vielleicht wirklich ein bisschen in die verkehrte Richtung geht, jedes Bild können wir wieder retten, können wir ausbessern, Fehler korrigieren, einfach weil wir mit Aquarellfarben malen. Passt auf, dass ihr wirkliche Aquarellfarben verwendet und nicht Gouachefarben, die auch mit Wasser verdünnbar sind, aber die viel deckender sind und auch nicht so gut wieder abwaschbar von einer Papieroberfläche. Also solltet ihr Gouachefarben verwenden, funktioniert das mit dem Auswaschen der Bäume nicht so wie hier. In meinem Shop gibt es auch 4 verschiedene Sujets an neuen Weihnachtskarten. Schaut herein, neben dem Kalender und dem Elastip findet ihr dort Weihnachtskarten zu einem sehr
akzeptablen Preis, würde ich sagen. Und ich freue mich, wenn sie zu euch in die Welt hinauskommen und viele Menschen erfreuen können. Ja, ich habe es nun trocknen lassen und mir sind sie zu brav erschienen. Jetzt werde ich hier nochmal 2 verschneite Äste hineinwaschen, die eher so ein bisschen nach vorne auf mich zukommen bei beiden Bäumen. Einfach, dass der Baum ein bisschen dreidimensionaler wird und lebendiger wirkt. Ihr seht, auch das ist möglich. Also ich kann wirklich meine Bäume dahingehend verändern, obwohl sie eigentlich gerade schon recht fertig ausgeschaut haben, wie es mir gefällt. Also ich habe da wirklich die Möglichkeit, immer wieder hineinzugehen, hineinzuwaschen, es zu verändern, es zu optimieren, was ich da gemalt habe. Natürlich geht das nur so lange, wie ich das Bild nicht, also wie ich die Blattoberfläche nicht wirklich verletze. Also wenn ich sehr viel Kratztechnik anwende für Steine oder für entfernte Baumstämme, dann geht das natürlich nicht. Ja, nun sind wir bei unserem letzten Bild angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt, entweder könnt ihr das so lassen, wie es jetzt ist, oder aber ihr nehmt ein Deckweiß und spritzt noch ein paar Schneeflocken vor die Bäume, also über die Bäume, dass ihr da wirklich noch ein bisschen sehr schön weiß stäubenden Schnee habt. Das mache ich hier und es gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich glaube, das ist gut, wenn vor den Bäumen auch noch Schnee fällt und nicht nur im Hintergrund durch die Salzkristalle erzeugt. Also das ist schön, wenn ihr da auch noch ein paar Schneeflocken in den Vordergrund zaubert. Und da könnt ihr auch neben dem Spritzen natürlich mit Deckweiß Schnee in die Bäume tupfen. Ja, nun, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Dabeisein, für euer Interesse an meiner Kunst. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Drückt die Glocke, dann bekommt ihr jedes Mal eine kleine Information, wenn ich wieder ein Video einstelle, was ja mehrmals die Woche passiert. Schaut vielleicht auch auf Patreon oder bei den Kanalmitgliedern vorbei. Da bekommt ihr alles in Echtzeit und mit genauen Erklärungen und Beschreibungen. Alles Gute, eine wunderschöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss!